So, da sind wir wieder. Hi. Der Sommer ist da, 36 Grad vor der Türe, extrem. Wir machen heute eine Ruckzuck-Tomatensoße, aber selbstgemacht mit frischen Zutaten. Hält sich ziemlich gut im Kühlschrank. Und wir legen einfach los. Ich erkläre ein bisschen zwischendurch, wobei das gar nicht viel Erklärung braucht. Ihr nehmt Topf, heiß machen, guten Schuss Olivenöl. Dann kommen dazu 2 normale Möhren, schön angehen lassen, ungefähr 80 Gramm, 80 bis 100 Gramm Knollensellerie, in Würfel geschnitten, 3 Knoblauchzehen, die habe ich nur geschält, die kommen dann, oh, da sieht man es, mit da rein, damit die nicht bitter werden. Das lassen wir kurz angehen. Bisschen umrühren. Wir machen das, damit die Gemüse, wir rösten das Ganze an, damit es Röststoffe gibt. Und die geben der ganzen Sache nochmal einfach einen unheimlich guten Geschmack. Und so eine normale Tomatensoße mit geschälten Tomaten, dann im Topf Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker. Da fehlt mir immer so ein bisschen der Bums dahinter. Deswegen machen wir das so mit diesem Gemüse, dass wir das schön angehen lassen. Kocht nach, ihr werdet sehen, es hat einen super Geschmack. Das könnt ihr auch für Lasagne benutzen oder für einfach nur für Nudeln so. Ihr könnt das auch kalt dippen, wenn man das mag. Also alles ist möglich. Jetzt haben wir hier eine geschälte Zwiebel. Auch in Würfeln mit dazu, auch angehen lassen. Alles richtig schön glasig dünsten. Dann haben wir hier noch ein bisschen Porree. Ich würde sagen, eine halbe Stange machen wir noch dazu. Ja, das sollte auch reichen. Ihr seht schon, wir verwenden es oft. Das ist im Prinzip Suppengemüse. Aber das gibt allem einen super Geschmack. Soßen, Suppen und auch für Soßenansätze, für dunkle Soßenansätze immer optimal. Ihr lasst das noch ein bisschen mehr angehen. Dann habe ich hier, man sieht das so, Currypulver. Curry besteht aus so unheimlich vielen Gewürzen und gibt der Tomatensoße so eigentlich so einen guten runden Geschmack. Ihr könnt da, Curry gibt es verschiedene Sorten. Ihr könnt einen handelsüblichen gelben Curry vom Aldi, vom Lidl, von wem auch immer nehmen. Den dazu, kleiner Teelöffel. Das schön mit angehen lassen, damit die Aromen richtig rauskommen. Boah, das riecht schon bombastisch. So, das Ganze auch noch ein bisschen angehen lassen. Jetzt gebe ich dazu einen Teelöffel bzw. einen Esslöffel braunen Zucker, nicht behandelten Zucker. Der kommt auch noch dazu. Der karamellisiert das Ganze jetzt noch schön ein bisschen, das heißt, es gibt noch mal mehr Geschmack. Und vor allen Dingen, die Tomate ist ja auch schon süßlich, süßlich-sauer. Und der Zucker kitzelt auch noch mal das Aroma der Tomate raus. Das Ganze lasst ihr ungefähr 5 Minuten angehen. Dann habe ich hier so Dosentomaten, geschält im eigenen Saft. Die kriegt ihr in jedem Supermarkt, das wisst ihr auch selber. Da habe ich 3 Dosen von. Hier drin sind ungefähr 400 Gramm. Die geben wir komplett mit Saft jetzt dazu, löschen das Ganze ab. Das sind in dem Fall so süße Datteltomaten und schmeckt einfach super. So, die dazu. Einmal gut durchrühren. Und das Ganze lasst ihr jetzt kochen, bis die Tomaten zerfallen.
Das sind so ungefähr so 10, 15 Minuten. Okay? Wir sehen uns gleich wieder. Okay, das Ganze hat jetzt ungefähr 10 Minuten gekocht. Das ist eigentlich das längste an der ganzen Sache, aber ihr seht, die Tomaten zerfallen jetzt langsam. Jetzt würzen wir nochmal richtig mit Salz und Pfeffer. Das macht ihr wie immer nach Geschmack. Da kann ich euch 2 Löffel hinschreiben Salz, aber das müsst ihr selber abschmecken. Aber grobe Richtung, 2 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel, bisschen mehr. Pfeffer. Immer schön Pfeffer aus der Mühle. Der gibt Geschmack und keine Schärfe. Oder nur eine milde Schärfe. Okay. Wird auch ungefähr eine Esslöffel gewesen sein. Jetzt gebe ich dazu ein bisschen Petersilie. Eine kleine Handvoll. Dann habe ich im Garten frischen Salbei. Mache ich jetzt so 5 Blätter. Ihr könnt an Kräutern eigentlich nehmen, was ihr wollt. Basilikum. Ich habe hier noch frischen Thymian. Mache ich noch ein paar Blättchen mit dazu. Ihr könnt auch Oregano dran machen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt das auch trockene Kräuter nehmen. Ich habe es halt im Garten, deswegen mache ich es jetzt so. Abzupfen drauf. So. Na komm, wir geben dem Spendier noch ein bisschen Basilikum dazu. Jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen köcheln. Ich sag mal noch mal so 4, 5, 6, 7 Minuten. So, 5 Minuten sind um. Das heißt, wir sprechen von ungefähr 20 Minuten Kochdauer insgesamt. Wenn ich die Tomate jetzt hier so gegen den Topf drücke, zerfällt die. Das ist okay. Ihr könntet das jetzt auch als Tomatensuppe essen, aber wir wollen ja eine Tomatensauce machen. Jetzt kommt der Traum in Weiß, mein Stabmixer, und wir fangen an zu probieren. So, ich mag das auch, wenn das Tomatensauce so ein bisschen stückiger ist. Mit der Temperatur ein bisschen runterhängt, aber mein Gefühl sagt mir, da muss noch was Salz dran. Salz jetzt noch mal ein bisschen nach. Okay. Jetzt nehmen wir uns noch was Olivenöl. Dann mixen wir das Ganze nochmal und wir ziehen jetzt unter die ganze Sache noch ein bisschen Olivenöl. Das gibt der ganzen Tomatensauce noch mal eine richtige cremige Konsistenz und dann eine Geschmack. Ihr seht jetzt auch, die wird noch was heller. Noch ein bisschen. Ich würde sagen, das ist okay so. Und et voilà, ihr habt eine super Tomatensauce. Wir kosten. Perfekt. Bis zum nächsten Mal.